Heute machen wir unsichtbaren Apfelkuchen im Airfryer. Super leicht und mega saftig. So, dann lass uns direkt mit den Äpfeln beginnen. Als erstes schälen wir die gewaschenen Äpfel. Hierbei handelt es sich um Bearburn-Äpfel. Du kannst aber auch Elster-Äpfel nehmen oder eine andere, möglichst säuerliche Apfelart. Der unsichtbare Apfelkuchen oder auch Invisible Apple Cake wird so genannt, da er sehr wenig Teig hat und dadurch super saftig und mega leicht ist. Dann geht es darum, die Äpfel möglichst dünn zu schneiden. Ich hobel die dafür hier rein. Du kannst aber auch eine andere Art von Mandoline nehmen oder sie mit dem Messer dünn schneiden. Immer mal wieder wenden. Schön auf die Finger aufpassen. So, dann haben wir hier jetzt unsere dünn geschälten Apfelspalten. Hier geben wir jetzt Zitrone drauf, damit die nicht so braun werden. Die nochmal darin wenden. Und dann geht es direkt weiter mit dem Teig. Als erstes schlagen wir die 2 Eier in die Schüssel. Dann Milch, Vanillezucker, Backpulver, Zucker, Öl. Das anfangen zu verrühren. Als nächstes geben wir die Äpfel in den Teig hinein und wenden die ordentlich in dem Teig, sodass wirklich jede Scheibe Teig an sich hat. Ich nehme dafür gerne die Handschuhe, weil du einfach so ein bisschen mehr Kontrolle hast. So, die geben wir dann jetzt hier in die Backform, die habe ich schon vorbereitet. Wie du das am einfachsten machst, verlinke ich dir hier oben. Dann geben wir erstmal hier unten unsere Äpfel rein. Die möglichst schön flach legen. So, dann den Rest noch draufkippen. Und so ein bisschen verteilen. Nicht wundern, das ist ein sehr flüssiger Teig und du solltest auch oben noch so ein bisschen Platz haben, weil er noch ein bisschen aufgeht. So, damit es noch schneller geht, mache ich den jetzt heute im Airfryer. Von daher einfach dort hineinstellen. Gucken, dass das Backpapier so ein bisschen umgekrempelt ist. So, geben wir den jetzt in den Airfryer rein. Bei 170 Grad für erstmal 25 Minuten. Wenn du es im Backofen machst, 180 Grad Ober-Unterhitze für 35 bis 40 Minuten. So, dann schauen wir mal nach. Die 25 Minuten sind rum. Boah. Sieht auf jeden Fall sehr lecker aus. In die höchste Stelle einmal so reinstechen, um die Stäbchenprobe zu machen, ob es auch wirklich durch ist. So, perfekt. Kein Teig mehr dran. So, dann muss unser Kuchen quasi nur noch auskühlen. Dafür nehme ich den jetzt erstmal hier raus. Vorsicht, das ist natürlich heiß. Ich nehme den dann jetzt hier einfach mit dem Backpapier raus. Ich den noch so im Rost. Und so lässt du deinen Kuchen jetzt erstmal mindestens 30 Minuten auskühlen. Mein unsichtbarer Apfelkuchen ist jetzt abgekühlt. Dann geben wir ihn doch gerade noch auf ein Tablett. Und für die Optik gebe ich hier jetzt noch mal ein bisschen Puderzucker drauf. Und wenn dir das Video gefällt, freue ich mich natürlich immer über ein Like und wenn du meinen Kanal abonnierst. Schneide ich den Kuchen jetzt noch mal für dich an, damit du auch siehst, wie schön saftig er von innen aussieht. Wow, mega. Der unsichtbare Apfelkuchen schmeckt übrigens auch super warm und mit einer Kugel Vanilleeis. Viel Spaß beim Nachmachen. Schreib mir in die Kommentare, wie er dir geschmeckt hat und einen guten Appetit.